und es dir dann abends gönnen und dir, mein Gott, ich habe heute echt Sprachprobleme. Herzlich willkommen zum Feel Your Body Podcast. Ich bin Andrea, dein Coach für deine persönliche Bestform. Erfahre, wie du mit Leichtigkeit, mit Spaß, mehr Bewegung und Entspannung in deinen Alltag integrierst. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Hören. Folge Nummer 112 von deinem Feel Your Body Podcast. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, zuallererst einmal, es ist ja momentan so unregelmäßig, wie es diese Podcast-Folgen hier für dich gibt. Und ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen und sie sagt, ja, ich höre immer so gerne deinen Podcast, aber der kommt ja momentan immer so unregelmäßig. Und da habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen ja gehabt, aber ich glaube, das ändert sich jetzt demnächst auch wieder, dass er zumindest auf jeden Fall einmal in der Woche regelmäßig rauskommt und ich dich da mit Input versorge. Aber der Hintergrund ist einfach, dass ich gerade, wie du sicherlich mitbekommen hast, in den letzten Monaten bei mir einfach auch so viel beruflich tut. Ich bin so viel unterwegs und schaue natürlich, dass ich trotzdem dich immer noch versorge mit neuen Infos und das macht es mir dann einfach auch manchmal nicht ganz so einfach, regelmäßig neue Folgen rauszubringen und ich hoffe, du vergibst mir da und bist nicht ganz so böse darüber. Umso schöner ist es ja dann auch, wenn du trotzdem mal eine Folge zwischendurch bekommst von mir. Ansonsten, ich habe mit einem YouTube-Channel auch angefangen, wo ich so ein bisschen über mein Leben als Personal Trainerin berichte. Da kannst du gerne auch mal reinschauen, wenn gerade keine neue Podcast-Folge kommt. Und natürlich findest du alle neuen Infos von mir auch immer auf Facebook und auf Instagram. Da bin ich immer sehr aktiv. Das ist auch alles unten in den Shownotes verlinkt. Und ja, genau, deshalb, du bekommst von mir immer neue Infos, nur gerade nicht ganz so regelmäßig, aber ich hoffe, das ändert sich demnächst wieder ein bisschen. So, aber jetzt zum Inhalt der heutigen Folge. Ja, heute heißt es schlank durch die Adventszeit, denn wenn du jetzt mal so durch die Geschäfte gehst, da gibt's ja schon seit einigen Wochen die ganzen Leckereien aus dem Advent, sei es Spekulazien, Spekulazien? Egal, du weißt, was ich meine. Marzipankugeln, Dominosteine, Lebkuchen, was auch immer. Und da fällt es natürlich dem einen oder anderen oder der einen oder anderen nicht immer so leicht daran vorbeizugehen. Und da sammelt sich dann gerne mal ein bisschen Weihnachtsspeck an. Wobei es ja eigentlich heißt, man wird nicht zwischen Weihnachten und beziehungsweise nicht vor Weihnachten und Neujahr dick, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten, also das ganze restliche Jahr über. Das ist ja so ein guter alter Spruch. Ja, aber in der letzten Folge mit dem Poli im Interview, da haben wir schon mal so ein paar Tipps gegeben, wie du schlank durch die Adventszeit kommst und das habe ich einfach zum Anlass genommen, jetzt heute dir nochmal definitiv 3 Tipps mit an die Hand zu geben, wie du schlank durch den Advent kommst und nicht mit zu viel Speck auf den Hüften in die Weihnachtstage und ins neue Jahr startest. Es ist zwar jetzt erst Mitte November, aber man kann ja nie früh genug beginnen, solche Tipps umzusetzen. Und an dieser Stelle kommt dann direkt auch mein Tipp Nummer 1. Und zwar geht es darum, plane einfach bewusst. Wenn du weißt, es steht bei dir eine Weihnachtsfeier an, ein Weihnachtsmarktbesuch an oder was auch immer für eine Feierlichkeit, dann solltest du hier auf gar keinen Fall den Fehler machen, dass du den ganzen Tag über lang gar nichts isst und dann hinterher alles in dich hineinschaufelst am Abend, sondern du solltest schon den Tag über etwas essen. Da kommt es halt nur darauf an, dass du das Richtige isst. Denn was passiert, wenn du den ganzen Tag über gar nichts isst und dann nur am Abend, dann isst du meistens mehr, als du sonst komplett über den ganzen Tag verteilt essen würdest, und das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache. Deshalb mein Tipp hier, wenn du weißt, du gehst am Abend oder am Nachmittag auf den Weihnachtsmarkt oder es steht eine Feier an, dann schau, dass du den ganzen Tag über am besten proteinreich isst und viel Gemüse zu dir nimmst. Du könntest zum Beispiel morgens den Tag starten mit einem Chia-Pudding mit Beeren und Nüssen
Und dann könntest du mittags dir einen schönen großen Salat machen mit Fisch oder mit fettarmem Fleisch. Fettarmem Gemüse, ja. Also mittags eine Mahlzeit aus Gemüse und aus Protein, sei es jetzt ein Salat mit Fisch oder Fleisch oder eine Portion Gemüse mit Fisch oder Fleisch und dann am Nachmittag einfach nochmal zum Beispiel wirklich ein Proteinshake oder ein bisschen Sojajoghurt oder Quark mit Nüssen und Beeren. Ich verlinke dir in den Shownotes auch nochmal mein Rezept-E-Book, wo du nochmal ein paar leckere Rezepte findest, die du da vielleicht dann ersetzen könntest und es dir dann abends gönnen und dir, mein Gott, ich habe heute echt Sprachprobleme. Ich verlinke dir in den Shownotes auch nochmal meinen Rezepte-Guide, wo dann wirklich nochmal ein paar gute, gesunde Fitnessrezepte drin sind, die du dann den Tag über essen kannst, wenn du weißt, es steht abends eine Feierlichkeit an. So viel zum Tipp Nummer 1. Also plane wirklich so ein bisschen im Voraus. Dann der Tipp Nummer 2. Ja, Weihnachtsbäckerei steht hier als Schlagwort auf meinem Zettel. Du weißt, die ganzen Leckereien, die ganzen Kekse, die haben natürlich Unmengen an Kalorien, an Zucker und an Fett. Und wenn du jetzt sagst, du backst für dich selber zu Hause mal ein bisschen Weihnachtskekse, dann kannst du hier so ein bisschen tricksen und variieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel den Zucker, diesen üblichen Haushaltszucker, ersetzen mit einem Zuckerersatzstoff, der nennt sich Erythrit oder vielleicht kennst du ihn auch als Zucker mit X geschrieben. Das ist dann Zucker, der aus Mais hergestellt wird oder ich habe auch gelesen aus Holz. Kann dir jetzt ganz genau nicht erklären, wie das Verfahren dann funktioniert, aber ist von der Süßkraft her genauso wie Zucker und hat 0 Kalorien und vor allem auch 0 Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel. Weil du weißt ja, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, wird dein Blutzuckerspiegel nach oben geschossen. Deine Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus und dieses Insulin bremst deine Fettverbrennung. Deshalb ist ja unser Ziel, unser Sinn, dass wir schauen, dass wir nach Möglichkeit immer einen konstanten Blutzuckerspiegel haben. Ja. Und dann kannst du natürlich auch das Weizenmehl, was in vielen, vielen Keksen verwendet wird, mal ersetzen durch Nussmehl, wie zum Beispiel Erdnussmehl oder Mandelmehl. Da gibst du zusätzlich deinem Körper einfach nochmal ein paar wichtige Inhaltsstoffe, wichtige Mineralstoffe und diese Mehle haben auch noch ein bisschen Protein, also Eiweiße. Ja, das heißt, der Tipp Nummer 2, ersetze doch den üblichen Haushaltszucker einfach durch Erythrit oder Zucker und ersetze das Weizenmehl entweder komplett oder zum Teil durch Nussmehl. Ja, da gibt's auch ganz leckere Rezepte im Internet. Ich werde da jetzt auch die nächsten Tage noch ein kleines E-Book für fertig machen. Das erfährst du dann auch, wenn du dir das runterladen kannst bei mir. Ja, und der Tipp Nummer 3 ist natürlich Bewegung. Schau, dass du einfach wirklich mehr Bewegung in deinen Alltag integrierst. Ja, wenn du wirklich weißt, okay, heute Abend steht das große Fressen an, dann ja, bau doch an diesem Tag einfach eine kleine Sporteinheit mit ein. Geh eine Riesenrunde spazieren oder mach eines von meinen kleinen Workouts. Ich verlinke dir sogar unten in den Shownotes nochmal ein kleines Workout von mir, wo du mit mir live trainieren kannst. Ja, das einfach so als Tipp Nummer 3. Also wenn du weißt, du wirst mehr essen, dann beweg dich auch einfach mehr. Und das waren jetzt meine 3 kurzen und knackigen Tipps für dich, wie du schlank durch die Adventszeit kommst. Und wenn du jetzt auch noch einen guten Tipp auf Lager hast, dann schreib den doch gerne unten in die Kommentare oder schick mir den mal per Nachricht, dann kann ich den vielleicht sogar noch mit einbauen in den Blogartikel, den ich demnächst noch schreiben werde. Und ja, du weißt, wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich immer, wenn du mich weiterempfiehlst, wenn du ihn einfach auf Social Media weiter teilst und noch viele andere Damen und Herren daran teilhaben lässt. Und
Falls du meine 10 besten Tipps zur Fettverbrennung noch nicht hast, dann kannst du dir die natürlich kostenlos herunterladen auf meiner Webseite www.andrea-schodruch.de und ich wünsche dir jetzt einen fitten Start in die Woche und wir hören uns allerspätestens nächste Woche wieder. Bis dann, fitte Grüße aus München, deine Andrea.